Ich, Sarah, mein Alltag in Deutschland. Der Zettel an der Tür. Ich heiße Sarah. Ich lebe seit 10 Monaten in Deutschland, in einer kleinen Wohnung im 3. Stock. Jeden Morgen denke ich, heute wird es einfacher. Und jeden Morgen passiert etwas, das mich wieder testet. An diesem Montag war es ein Zettel an der Haustür. Wasser wird heute von 10 bis 14 Uhr abgestellt. Ich starrte darauf. Nein, bitte nicht, murmelte ich. Ausgerechnet heute hatte ich ein wichtiges Telefonat. Ein Bewerbungsgespräch. Und ich wollte vorher duschen, meine Haare machen, mich professionell fühlen. In der Küche rief ich meinen Mann an. »Oma, hast du den Zettel gesehen? Kein Wasser?« Er klang müde. »Ich bin schon auf der Arbeit. Kannst du nicht schnell duschen?« »Es ist schon 9, ich muss mich beeilen. Und ich habe um 11 Uhr das Gespräch.« Oma seufzte. »Du schaffst das. Mach dir Tee. Atme.« Ich stellte Wasserflaschen auf den Tisch, wie bei einer Expedition. Im Bad füllte ich einen Eimer. Dann klingelte es. Unsere Nachbarin, Frau Krüger, stand vor der Tür mit einem strengen Blick. »Guten Morgen. Haben Sie den Zettel gesehen?« fragte sie. »Ja«, sagte ich. Ich bin neu hier. Passiert das oft?« »Zu oft«, antwortete sie. Dann schaute sie auf meinen Eimer. »Sie sind vorbereitet.« »Sehr gut.« Ich lächelte unsicher. Frau Krüger war nicht unfreundlich, aber sie war auch nicht warm. Ich wusste nie, ob ich richtig »Hallo« sage oder zu laut bin. Als ich die Tür schließen wollte, sagte sie plötzlich: »Wenn Sie möchten, Sie können bei mir kurz Wasser holen, ich habe Vorrat.« Ich war überrascht. »Oh, danke, das ist sehr nett.« Sie nickte nur. Man hilft sich. Später saß ich am Tisch, Laptop offen, Notizen daneben. Mein Handy vibrierte. Eine Nummer aus Berlin. Ich nahm ab. »Hallo, hier ist Sarah Yilmaz.« Eine ruhige Stimme sagte: »Guten Tag, Frau Yilmaz. Hier ist Herr Neumann von der Firma Logiplus. Haben Sie jetzt Zeit für das Gespräch?« Mein Herz klopfte. »Ja, natürlich.« »Sehr gut«, sagte er. »Erzählen Sie kurz. Warum möchten Sie bei uns arbeiten?« Ich atmete tief ein. »Ich möchte arbeiten, weil ich will hier ein neues Leben. Ich bin pünktlich, zuverlässig und ich lerne schnell.« Kurz war es still. Dann fragte er: »Haben Sie schon in Deutschland gearbeitet?« Ich schluckte. »Nur kurz, in einem Café, aber mein Deutsch war damals schlechter.« »Und heute?«, fragte er. Ich wollte sagen, heute ist es besser. Aber mein Kopf war plötzlich leer. Draußen hörte ich jemanden im Flur reden. Meine Hände wurden kalt. »Heute«, sagte ich langsam, »ich kann besser sprechen, aber manchmal brauche ich Zeit.« Herr Neumann antwortete freundlich: »Das ist okay. Wichtig ist, dass Sie nachfragen. Wann könnten Sie anfangen?« In diesem Moment hörte ich ein lautes Klopfen an der Tür. »Nicht jetzt«, dachte ich. Ich schaute zum Flur. Und dann rief Frau Krüger: »Frau Yilmaz, haben Sie das Wasser schon abgestellt? Es gibt ein Problem im Keller.« Ich hielt das Handy fest. »Entschuldigung, einen Moment bitte.« Und ich wusste, das wird noch ein sehr langer Tag. Ein Gespräch, 2 Katastrophen. »Entschuldigung, Herr Neumann«, sagte ich schnell ins Handy. »Es gibt gerade ein Problem im Haus. Einen Moment.« »Kein Problem«, antwortete er ruhig. »Ich warte.« Ich öffnete die Tür. Frau Krüger stand da, diesmal ohne strengen Blick, aber mit echter Sorge. »Im Keller tropft Wasser. Nicht viel, aber es tropft. Und wenn das Rohr kaputt ist, haben wir alle Ärger.« »Aber das Wasser sollte doch abgestellt sein«, sagte ich. »Ja, eigentlich«, meinte sie. »Kommen Sie kurz mit.« Ich rannte mit ihr die Treppen runter. Im Keller hörte ich das Tropfen. Es klang laut, weil es still war. Frau Krüger zeigte auf ein Rohr. »Da.« Ich schluckte. »Ich verstehe das nicht.« »Ich auch nicht«, sagte sie. »Aber wir müssen den Hausmeister anrufen.«
Ich zog mein Handy raus, aber ich hielt immer noch das Gespräch im Ohr. Herr Neumann wartete. Ich fühlte mich wie in zwei Welten. »Frau Krüger«, flüsterte ich habe gerade ein Bewerbungsgespräch. Sie sah mich kurz an. Dann sagte sie erstaunlich weich, »Ah, dann gehen Sie hoch. Ich rufe an.« »Wirklich?« fragte ich. »Ja«, sagte sie, »Arbeit ist wichtig.« Ich rannte wieder hoch, setzte mich an den Tisch und nahm das Handy ans Ohr. »Danke fürs Warten.« »Kein Problem«, sagte Herr Neumann. »Dann machen wir weiter. Welche Arbeitszeiten passen zu Ihnen?« Ich schaute auf meinen Zettel. »Ich kann in der Frühschicht arbeiten und auch in der Spätschicht, aber ich brauche einen festen Plan wegen Familie.« »Verstehe«, sagte er. »Und wie ist es mit Teamarbeit?« »Ich arbeite gerne im Team«, sagte ich. »Aber am Anfang bin ich manchmal still, dann muss ich erst zuhören.« Herr Neumann lachte leise. »Das ist sogar gut. Viele reden zu viel.« Ich entspannte mich ein bisschen. Dann fragte er, »Können Sie nächste Woche zu einem Probearbeitstag kommen?« Mein Herz machte einen Sprung. »Ja, sehr gerne.« »Gut«, sagte er. »Mittwoch um 9 Uhr. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis mit.« »Ja«, sagte ich. »Danke.« Als ich aufgelegt hatte, sprang ich auf. Ich wollte Oma sofort schreiben. In diesem Moment klingelte es wieder. Diesmal war es nicht Frau Krüger. Vor der Tür stand ein Mann mit einem Paket. »Für Sarah Yilmaz.« Ich unterschrieb schnell, nahm das Paket und schloss die Tür. Auf dem Paket stand groß: Nachname 49,90 €. Ich wurde blass. Nachname, ich habe nichts bestellt. Ich öffnete es vorsichtig. Drinnen ein teurer Mixer, dazu ein Zettel. »Vielen Dank für Ihren Einkauf.« Ich setzte mich langsam. »Das ist nicht mein Einkauf.« Mein Handy vibrierte. Nachricht von Oma. »Wie war das Gespräch?« Ich schrieb, ich habe Probearbeiten. Aber ich habe ein Paket bekommen, das ich nicht bestellt habe. Nachname. Oma rief sofort an. »Was, hast du bezahlt?« »Nein«, flüsterte ich. »Ich habe nur unterschrieben.« Oma seufzte. »Okay, wir klären das. Ruf bei der Firma an. Und wegen Keller?« In dem Moment klopfte es wieder. Frau Krüger rief, »Der Hausmeister kommt, aber er fragt nach Ihnen.« Ich schloss kurz die Augen. Bewerbung, Keller, Paket. Und ich dachte, »Willkommen in Deutschland, Sarah.« Probearbeit und ein falscher Name. Am Mittwoch stand ich um 8 Uhr vor der Firma Logiplus. Ich trug meine gute Bluse und schwarze Schuhe, die ein bisschen drückten. Ich wollte professionell aussehen, auch wenn ich innerlich zitterte. Am Empfang sagte eine Frau, »Name?« »Ne, Sarah Yilmaz«, antwortete ich. Sie schaute in den Computer. Ich sehe nur eine Sarah Yilmaz.« Ich blinzelte. S-A-R-A, sagte ich langsam. »Ah«, meinte sie, »dann hat jemand falsch geschrieben.« »Super«, dachte ich. Erster Eindruck, falscher Name. Herr Neumann kam dazu. »Guten Morgen, Frau Yilmaz. Willkommen.« »Keine Sorge, wir korrigieren das.« Ich nickte dankbar. »Danke.« Dann zeigte er mir die Halle. Große Regale, Scanner, Paletten. Es war laut, aber alles hatte Ordnung. Ein Mann mit freundlichen Augen kam auf mich zu. »Ich bin Tim«, sagte er. »Ich zeige dir heute alles.« Ich lächelte. »Danke, ich bin Sarah.« Tim sprach langsam. »Wenn du etwas nicht verstehst, sag es. Kein Stress.« Wir fingen an. Ich nahm einen Scanner, Tim erklärte, »Du scannst den Code, dann stellst du das Paket hier hin.« Ich probierte es. Piep. Es funktionierte. Mein Herz wurde etwas ruhiger. In der Pause saßen wir mit anderen. Eine Frau fragte, »Woher kommst du?« »Aus der Türkei«, sagte ich. »Cool«, sagte sie. »Ich heiße Jana.« Ich sagte, »Freut mich.« Dann passierte es. Tim gab mir eine Liste.
Kannst du nur diese Pakete holen? Ich nickte. Ich ging los, suchte Regal B3. Ich fand es, nahm ein Paket, scannte. Piep. Dann noch eins. Alles gut. Ich war sogar stolz. Aber beim dritten Paket machte ich einen Fehler. Ich stellte es in das falsche Fach. Ein rotes Licht blinkte. Tim kam sofort. »Stopp«, sagte er ruhig. »Das ist das falsche Fach.« Ich wurde heiß. »Entschuldigung. Ich habe gedacht.« Tim hob die Hand. »Kein Problem. Du bist neu. Wir machen das zusammen.« Er zeigte es mir nochmal. Ich atmete aus. Am Ende des Tages ging ich zu Herrn Neumann. »Wie war ich?« fragte ich vorsichtig. Er lächelte. »Sie waren konzentriert. Sie haben gefragt. Das ist wichtig.« Mein Herz wurde leicht. »Also, wir melden uns morgen«, sagte er. »Aber ich bin optimistisch.« Ich ging nach Hause, müde und glücklich. Im Treppenhaus traf ich Frau Krüger. »Und?« fragte sie plötzlich. »Probearbeit war gut«, sagte ich. »Ich habe Fehler gemacht, aber Sie waren nett.« Frau Krüger nickte. »Fehler sind normal. Wichtig ist, dass man bleibt.« Ich lächelte. »Ja, ich will bleiben.« Als ich in die Wohnung kam, lag ein Brief auf dem Tisch. Oma hatte ihn hingelegt. Darauf stand: »Mahnung.« Mein Bauch zog sich zusammen. »Was ist das?« rief ich. Oma kam aus der Küche. »Wegen des Mixers. Die Firma sagt, wir müssen zahlen.« Ich starrte ihn an. »Aber ich habe das nicht bestellt.« Oma seufzte. »Ich weiß. Morgen gehen wir zur Polizei und machen Anzeige.« Ich schluckte. Neuer Job vielleicht. Aber auch neue Probleme. Und ich wusste, morgen wird nicht ruhig. Polizei, Papierkram und eine gute Nachricht. Am nächsten Morgen saßen Oma und ich in der Polizeiwache. Ich fühlte mich klein auf dem Stuhl. Ein Polizist mit ruhiger Stimme fragte: »Was ist passiert?« Ich erklärte langsam: »Ich habe ein Paket bekommen, aber ich habe nichts bestellt. Es war Nachnahme, und jetzt kommt eine Mahnung.« Der Polizist nickte. »Haben Sie den Lieferschein?« Oma gab ihm die Papiere. Der Polizist schrieb viel. Ich verstand nicht jedes Wort, aber ich fragte: »Können Sie das bitte wiederholen?« Er wiederholte es ohne Stress. Das fühlte sich gut an. Am Ende sagte er: »Wir machen eine Anzeige wegen Betrug. Sie bekommen ein Aktenzeichen.« »Danke«, sagte ich leise. Auf dem Heimweg sagte Oma: »Du hast gut gesprochen.« Ich lachte kurz. Ich habe nur über Stress gesprochen. Zu Hause rief ich bei der Firma wegen des Mixers an. Eine Frau am Telefon sagte: »Wir brauchen eine Bestätigung von der Polizei.« Ich antwortete: »Ich schicke das Aktenzeichen per E-Mail.« Sie sagte: »Okay, dann stoppen wir die Mahnung.« Ich legte auf und atmete tief aus. Ein Problem weniger. Dann vibrierte mein Handy. Unbekannte Nummer. Mein Herz schlug schneller. Ich nahm ab. »Guten Tag, Frau Yilmaz«, sagte Herr Neumann. »Ich habe gute Nachrichten. Wir möchten Sie einstellen.« Ich hielt kurz die Luft an. »Wirklich?« »Ja«, sagte er. »Wenn Sie möchten, ab nächsten Montag. Erstmal Probezeit, wie üblich.« »Ja«, sagte ich sofort. »Sehr gern. Danke.« Als ich aufgelegt hatte, fing ich an zu lachen und zu weinen gleichzeitig. Oma kam ins Wohnzimmer. »Was ist los?«, fragte er. »Ich habe den Job«, rief ich. Oma umarmte mich. Ich wusste es. Ich dachte an Frau Krüger, an den Keller, an den Mixer, an das Gespräch. Alles war schwer gewesen, aber jetzt war da diese eine Sache. Ein Anfang. Am Abend klopfte es. Frau Krüger stand da. »Ich habe gehört, Sie haben Arbeit.« Ich blinzelte. »Woher wissen Sie das?« Sie zuckte mit den Schultern. »Treppenhaus hört alles.« Ich lachte. »Ja, ich fange Montag an.« Frau Krüger nickte. »Gut, dann brauchen Sie bestimmt Sicherheitsschuhe.« »Ja«, sagte ich habe keine.« Frau Krüger ging in ihre Wohnung und kam zurück mit einem Karton.
Mein Sohn hatte die, fast neu. Vielleicht passen sie. Ich war sprachlos. Das ist wirklich nett. Sie winkte ab. Man hilft sich. In dieser Nacht lag ich im Bett und dachte, vielleicht ist Deutschland nicht kalt, vielleicht ist es nur direkt. Und vielleicht kann ich hier wirklich wachsen. Mein erster Tag und mein erster Fehler. Montagmorgen. 6:30 Uhr. Ich war schon wach, bevor der Wecker klingelte. Ich zog die Sicherheitsschuhe an. Sie waren ein bisschen groß, aber okay. Oma machte Kaffee. »Du schaffst das«, sagte er. »Ich hoffe«, antwortete ich. »Ich will nicht alles falsch machen.« Oma lächelte. »Du wirst Fehler machen, aber du gibst nicht auf.« In der Firma bekam ich einen Ausweis und eine Weste. Tim wartete schon. »Hey, Sarah, erster Tag?« »Ja«, sagte ich. »Ich bin nervös.« »Das ist normal«, meinte Tim. »Komm, ich zeig dir deinen Bereich.« Ich arbeitete, scannte, lief. Es war anstrengend, aber ich fühlte mich auch stolz. Ich war nicht mehr nur die Neue, ich war Teil von etwas. In der Pause saß Jana neben mir. »Und?«, fragte sie. »Wie fühlst du dich?« »Wie ein Marathon«, sagte ich ehrlich. Jana lachte. »Nach 2 Wochen wird es besser.« Dann kam der Moment. Ich sollte eine Lieferung vorbereiten. Tim sagte, diese Pakete müssen bis 14 Uhr raus. Ich nickte. Ich beeilte mich. Zu sehr. Ich verwechselte 2 Etiketten. Ich merkte es erst, als der Schichtleiter rief, nicht, stopp, das ist falsch. Mein Herz fiel. Alle schauten. Ich wollte im Boden verschwinden. Der Schichtleiter fragte streng, wer hat das gemacht? Ich hob die Hand. Ich, es tut mir leid. Er seufzte. Okay, wir korrigieren es. Aber bitte konzentriert. Tim flüsterte, gut, dass du ehrlich warst. Ich schluckte. Ich hatte Angst. Jana sagte leise, besser ehrlich als heimlich. Nach der Arbeit war ich fertig. Im Bus schrieb ich Oma, erster Tag, ich habe einen Fehler gemacht. Oma antwortete, Fehler heißt lernen. Zu Hause kochte ich Pasta, aber ich war still. Oma merkte es. Was denkst du? Ich sagte, ich will, dass sie mich respektieren. Nicht nur als Migrantin, die wenig Deutsch kann. Oma nickte. Dann zeig ihnen, wer du bist. Mit Arbeit und mit Sprache. Ich atmete tief. Ich will besser sprechen, auch im Stress. Und genau da wusste ich, mein Job war nicht nur Arbeit. Es war Training fürs Leben. Ein Konflikt und mein erstes Gespräch mit dem Chef. In der 3. Woche fühlte ich mich sicherer. Ich kannte die Wege, die Regale, die Pausen. Ich verstand mehr Witze. Ich lachte sogar zur richtigen Zeit. Dann kam Nico, ein Kollege, der immer schnell war. Sehr schnell. Er sprach laut und kurz. Eines Tages stand ich an einem Regal. Nico kam mit einer Palette und sagte, »Sarah, geh weg. Du bist im Weg.« Ich ging zur Seite. »Okay.« Aber sein Ton war hart. Beim 2. Mal sagte ich, »Nico, kannst du bitte freundlicher sprechen?« Er rollte mit den Augen. »Ich habe keine Zeit für nett.« Ich spürte Wut, aber ich blieb ruhig. Ich arbeite auch. Ich will nur respektvoll. In der Pause sagte Jana, Nico ist so, aber du darfst was sagen. Am Nachmittag passierte es. Nico schob eine Palette so schnell, dass ein Karton fast fiel. Ich sprang zurück. »Stopp«, rief ich. »Das ist gefährlich.« Nico lachte. »Du übertreibst.« Da kam der Schichtleiter. »Was ist los?« Ich sagte, ich fühle mich unsicher. Nico fährt zu schnell. Nico murmelte, sie ist empfindlich. Der Schichtleiter sah streng aus. Nico, Sicherheit ist wichtig. Langsamer. Später bekam ich eine Nachricht. Bitte kurz ins Büro, Herr Neumann. Mein Bauch zog sich zusammen. Habe ich Ärger? Dachte ich. Herr Neumann saß da, ruhig wie immer. Sarah, setzen Sie sich.
Ich habe gehört, es gab Stress. Ich nickte. Ja, ich möchte keinen Streit, aber ich will sicher arbeiten. Er fragte, was brauchen Sie? Ich überlegte. Klare Regeln und Respekt. Er nickte. Das ist fair, ich spreche mit Nico. Und wenn etwas ist, kommen Sie früher zu mir. Ich atmete aus. Danke. Dann sagte er, und Ihr Deutsch wird besser. Sie erklären klar, das ist gut. Ich lächelte. Ich übe viel. Als ich rausging, stand Nico im Flur. Er schaute weg. Dann sagte er leise, okay? Ich fahr langsamer. Ich war überrascht. Danke. Er zuckte mit den Schultern. Kein Bock auf Ärger. Ich ging zurück an meinen Platz und dachte, ich kann das. Ich kann mich schützen mit Worten. Krankmeldung und schlechtes Gewissen. Im Winter wurde ich krank. Erst Halsschmerzen, dann Fieber. Ich lag im Bett und dachte, ich kann nicht fehlen. Ich bin noch in der Probezeit. Oma legte seine Hand auf meine Stirn. Du glühst. Du bleibst zu Hause. Aber Arbeit, flüsterte ich. Gesundheit zuerst, sagte er. Ich schrieb Tim, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Tim antwortete sofort, mach Krankmeldung, geh zum Arzt. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich schrieb Herrn Neumann eine Nachricht. Guten Morgen, ich bin krank und gehe zum Arzt. Ich schicke die Krankmeldung. Beim Arzt sagte ich brauche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Arzt nickte, gab mir den Zettel. Ich fühlte mich, als hätte ich eine Prüfung bestanden. Zu Hause machte ich ein Foto und schickte es. Herr Neumann antwortete, Gute Besserung, ruhen Sie sich aus. Ich war überrascht. Keine Wut, kein Druck. Am zweiten Tag rief Jana an. Alles okay? Ja, ich fühle mich schlecht, sagte ich. Sie lachte leise. Dann ruh dich aus. Wir schaffen das ohne dich. Ich legte auf und fühlte Tränen. Nicht wegen Krankheit, sondern wegen Erleichterung. Ich musste nicht kämpfen, nur weil ich krank war. Am dritten Tag schrieb Nico, Gute Besserung. Ich starrte auf das Handy. Dann schrieb ich, Danke. Als ich wieder gesund war, ging ich zurück. Tim sagte, Schön, dass du wieder da bist. Ich lächelte. Danke, ich hatte Angst. Tim schüttelte den Kopf. Krank ist krank, dafür gibt es Regeln. Ich nickte. Ich lernte. In Deutschland ist vieles offiziell, aber wenn man die Regeln kennt, fühlt man sich sicherer. Urlaub planen und ein neues Ziel. Im Frühling fragte Oma, wann nehmen wir Urlaub? Ich lachte. Urlaub. Ich weiß nicht mal, wie man das richtig fragt. Im Lager sagte Jana, frag einfach Herrn Neumann, früh genug. Ich klopfte an die Bürotür. Herr Neumann, haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich, sagte er. Ich setzte mich. Ich möchte gern Urlaub nehmen. Eine Woche im Juli, wenn es möglich ist. Er schaute in den Kalender. Welche Woche genau? Ich nannte das Datum. Er nickte. Geht klar, tragen Sie es bitte hier ein. Ich unterschrieb. So einfach. Ich war fast enttäuscht, weil ich so viel Angst gehabt hatte. Zu Hause rief ich meine Schwester an. Ich komme im Juli. Sie schrie vor Freude. Endlich! Oma grinste. Siehst du, alles Schritt für Schritt. Im gleichen Monat begann ich auch einen Deutschkurs am Abend. 2 Stunden pro Woche. Herr Neumann hatte es vorgeschlagen. Im Kurs sagte die Lehrerin, heute üben wir Konflikte und Gespräche im Job. Ich dachte, das ist genau mein Leben. Nach dem Unterricht schrieb ich mir Sätze auf. Ich brauche Hilfe. Können Sie das bitte erklären? Ich bin nicht einverstanden. Wir finden eine Lösung. Ich merkte, ich werde stärker. Nicht nur im Lager, sondern auch in mir. Der große Auftrag und mein Moment. Kurz vor dem Urlaub kam ein großer Auftrag. Alles musste schnell gehen. Der Schichtleiter rief, heute keine Fehler.
Ich spürte Druck. Ich arbeitete schnell. Zu schnell. Dann passierte es. Ich scannte eine Palette doppelt. Das System blinkte rot. Mein Herz sank. Nico sah es. Früher hätte er gelacht. Diesmal sagte er: »Sarah, stopp, ich zeig dir, wie du das korrigierst.« Ich schaute ihn an. »Danke.« Er erklärte kurz. Ich verstand. Ich korrigierte es. Dann sagte ich: »Okay, jetzt ist es richtig.« Der Schichtleiter kam vorbei. »Alles gut?« Ich sagte klar: »Ja. Ein Fehler im System, aber wir haben es korrigiert.« Er nickte. »Gut gelöst.« In der Pause saß ich mit Jana und Tim. Jana sagte: »Du bist viel sicherer geworden.« Tim grinste. »Am Anfang warst du leise. Jetzt sagst du klar, was du brauchst.« Ich lächelte, weil ich gelernt habe, dass Fragen kein Problem sind. Dann fragte Jana: »Freust du dich auf Urlaub?« »Ja«, sagte ich, »aber ich freue mich auch, zurückzukommen.« Alle schauten mich an. »Echt?«, fragte Tim. Ich nickte. Deutschland ist nicht mehr nur ein Ort, es ist auch ein Teil von meinem Leben. In diesem Moment merkte ich habe mich verändert. Nicht plötzlich, aber langsam, Tag für Tag. Ein neuer Vertrag und ein neuer Anfang. Nach dem Urlaub kam ich zurück. Ich war müde, aber glücklich. Im Lager roch alles wie vorher. Karton, Kaffee, Arbeit. Und trotzdem fühlte es sich anders an. Mehr wie mein Platz. Herr Neumann bat mich ins Büro. Ich bekam wieder dieses Bauchgefühl. Aber diesmal war es nicht Angst, eher Spannung. »Sarah«, sagte er, »ich habe Feedback. Sie arbeiten zuverlässig. Sie sind pünktlich. Und Sie kommunizieren immer besser.« Ich schluckte. »Danke.« Er lächelte. »Wir möchten Ihren Vertrag verlängern.« Mein Herz sprang. »Wirklich?« »Ja«, sagte er. »Und wenn Sie möchten, können Sie auch den Staplerschein machen. Das wäre der nächste Schritt.« Ich lachte, weil ich plötzlich so glücklich war. »Ja, ich will das.« Als ich aus dem Büro kam, sah ich Tim. »Und?«, fragte er. Ich grinste. »Vertrag verlängert. Und Staplerschein.« Tim klatschte. »Super.« Jana umarmte mich kurz. »Siehst du, du bist angekommen.« Am Abend saß ich zu Hause am Fenster, genau wie am Anfang dieser Geschichte. Draußen fuhr ein Bus vorbei. Menschen stiegen ein und aus. Ich dachte an den Keller, an den Mixer, an die ersten Fehler, an den Konflikt, an die Krankmeldung, an den Urlaub. Und ich sagte leise zu mir: Ich bin nicht perfekt, aber ich bin hier und ich schaffe das. Oma kam, setzte sich neben mich und fragte: Was denkst du? Ich lächelte. Dass mein Leben hier wirklich angefangen hat. Und diesmal klang es nicht wie ein Wunsch, sondern wie eine Wahrheit,